Die Barclays Visa Kreditkarte heißt jetzt EasyBank Visa. Wie gut ist die Kreditkarte nach dem Markenwechsel? Was spricht für sie? Wo liegen die Schwächen? Und lohnt sie sich im Vergleich zu anderen kostenlosen Kreditkarten? Genau das schauen wir uns jetzt an. Ich zeige dir alle wichtigen Vorteile, spreche aber auch offen über die Nachteile. Und am Ende sage ich dir ganz klar, ob sich die EasyBank Visa für dich lohnt oder ob es eine bessere Alternative gibt. Bleib also unbedingt bis zum Schluss dran. Alle Links und aktuelle Aktionen findest du wie immer unter dem Video. Fangen wir mit den Vorteilen an. Der wichtigste Punkt gleich zu Beginn. Es gibt keine Jahresgebühr. Für die EasyBank Visa werden weder monatliche noch jährliche Gebühren berechnet. Es gibt keinen Mindestumsatz und keine Bedingungen, die du erfüllen musst, damit die Karte kostenlos bleibt. Eine monatliche Gebühr kann allerdings unter bestimmten Umständen anfallen. Wann genau das der Fall ist und wie hoch sie ist, zeige ich dir gleich bei den Nachteilen. Bevor ich zum nächsten Vorteil komme, lass mir doch schon mal einen Like da. Ich würde mich sehr freuen. Und weiter geht's. Aktuell gibt es für Neukunden ein Startguthaben von 50 Euro. Alles, was du dafür tun musst, ist es der Zusendung von Produktinformationen per E-Mail oder Push-Nachricht zuzustimmen und die Einwilligung nicht vor Erhalt der Willkommensprämie zu widerrufen. Außerdem musst du in den ersten 4 Wochen nach Kartenerhalt mindestens 100 Euro mit der Karte ausgeben. Ob die Aktion noch läuft, wenn du das Video schaust, siehst du unter dem Link im ersten Kommentar. Ein ganz wichtiger Punkt. Die EasyBank Visa ist eine echte Kreditkarte. Du bekommst also einen echten Kreditrahmen, den du für Kartenzahlungen und Bargeldabhebungen nutzen kannst. Alle Abhebungen und Kartenzahlungen werden gesammelt und du erhältst am Ende des Monats eine Abrechnung. Da es sich um eine sogenannte Revolving-Kreditkarte handelt, kannst du selbst entscheiden, ob du den offenen Betrag komplett zurückzahlst oder eine Teilzahlung über mehrere Monate nutzt. Bei vollständiger Rückzahlung bleibt die Nutzung zinsfrei. Bei Teilzahlung fallen Zinsen an. Wie hoch die sind, schauen wir uns gleich an. Ein weiterer Vorteil ist das lange zinsfreie Zahlungsziel. Nach Erhalt der Monatsabrechnung hast du 4 Wochen Zeit, den offenen Betrag zu begleichen. Je nach Kaufdatum kannst du deinen Kreditrahmen so bis zu 8 Wochen zinsfrei zwischen Zahlung und Rückzahlung nutzen. Ein Vorteil, den andere Kreditkarten nicht bieten, ist die Ratenkauffunktion. Für einzelne Umsätze zwischen 95 und 500 Euro kannst du eine Ratenzahlung einrichten. Wählst du dabei eine Laufzeit von genau 3 Monaten, bleibt der Ratenkauf sogar zinsfrei. Bei anderen Laufzeiten fallen die normalen Teilzahlungszinsen an. Sehr praktisch, die EasyBank Visa ist kontounabhängig. Du kannst sie mit jedem beliebigen Girokonto nutzen. Ein Kontowechsel ist nicht nötig. Auch beim Einsatz im Ausland ist die Karte stark. Es werden keine Auslandseinsatz- oder Fremdwährungsgebühren berechnet. Das gilt sowohl für Kartenzahlungen als auch für Bargeldabhebungen in Fremdwährungen. Bargeld abheben kannst du ebenfalls weltweit kostenlos und das beliebig oft. Die BAWAG AG, die hinter EasyBank steht, berechnet dafür keine Gebühren. Weder in Deutschland noch im Ausland. Wichtig ist nur, manche Automatenbetreiber im Ausland verlangen eigene Gebühren. Darauf hat dein Kartenanbieter keinen Einfluss und diese Gebühren werden deshalb nicht erstattet. Natürlich unterstützt die Karte auch kontaktloses Bezahlen über den integrierten NFC-Chip. Zusätzlich kannst du die EasyBank Visa mit Apple Pay und Google Pay nutzen und bequem per Smartphone oder Smartwatch bezahlen. Die Nutzung von Apple Pay und Google Pay ist kostenlos. Eine echte Besonderheit sind die kostenlosen Partnerkarten. Du kannst bis zu 3 Partnerkarten ohne Aufpreis beantragen und den Kreditrahmen zum Beispiel mit deinem Partner oder erwachsenen Kindern teilen. Auch der Notfallservice ist ein Pluspunkt. Bei Verlust oder Diebstahl erreichst du rund um die Uhr eine Notfallhotline. Du kannst dir kurzfristig Bargeld organisieren, bis zu 500 Euro pro Tag innerhalb deines Kreditlimits abholbar bei einer Western Union Filiale. Zusätzlich ist der Versand einer Notfallersatzkarte möglich. Die funktioniert im Ausland für Kartenzahlungen. Bargeldabhebungen sind damit allerdings leider nicht möglich. Wenn du länger an einem Ort bist, kann dir auch eine neue Karte zugesendet werden. Für den Kurierversand ins Ausland fallen Gebühren von 69 Euro an. Kommen wir zu den Nachteilen, die du unbedingt kennen solltest. Ein Punkt, der viele überrascht: eine monatliche Gebühr ist möglich. Wenn du den offenen Saldo nämlich per automatischer Lastschrift vollständig ausgleichen lässt, wird eine Gebühr von 2 Euro pro Monat berechnet. Diese Gebühr fällt sogar dann an, wenn du die Karte gar nicht nutzt. Die Alternative, die ich dir gleich vorstelle, kommt ohne diese Lastschriftgebühr aus. Wie bei allen Revolving-Kreditkarten gilt auch hier, die Teilrückzahlung ist teuer. Wenn du den Saldo nicht vollständig ausgleichst, fallen Zinsen an. Der Sollzinssatz liegt aktuell bei 19,14% per annum. Der effektive Jahreszins bei 20,91%. Der zinsfreie Ratenkauf ist eingeschränkt. Er funktioniert nur bei Beträgen zwischen 95 und 500 Euro und nur bei genau 3 Monaten Laufzeit. Bei allen anderen Beträgen oder Laufzeiten fallen die normalen Teilzahlungszinsen an. Aber woanders gibt es den zinsfreien Ratenkauf überhaupt nicht. Insofern ist das ein Nachteil, der leicht zu verschmerzen ist. Ein weiterer kleiner Nachteil: der Mindestbetrag für Bargeldabhebungen liegt bei 50 Euro.
Das ist zwar üblich, geht bei anderen Karten aber auch ohne Mindestbetrag. Kommen wir zur Bewertung. Lohnt sich die EasyBank Visa Kreditkarte? Ja, sie bleibt eine sehr gute, kostenlose Kreditkarte, die du weltweit in jeder Währung einsetzen kannst. Die monatliche Lastschriftgebühr von 2 Euro solltest du im Blick behalten, wenn du deine Rückzahlung automatisieren willst. Du kannst alternativ auch manuell per Lastschrift ausgleichen lassen oder per Überweisung. Dann umgehst du die Gebühr. Besonders praktisch finde ich den zinsfreien Ratenkauf bei der Karte. Eine sehr gute Alternative, die ich dir zusammen mit der EasyBank Visa unter dem Video verlinke, ist die Bank Norwegian Visa. Auch sie ist dauerhaft kostenlos, kommt ohne Auslandseinsatz und Fremdwährungsgebühren aus und erlaubt einen kostenlosen Vollausgleich per Lastschrift. Zusätzlich bekommst du dort ein kostenloses Reiseversicherungspaket, das dich und mitreisende Familienmitglieder absichert. Beide Kreditkarten findest du unter dem Video verlinkt. Wenn du noch Fragen hast, schreib sie mir gern in die Kommentare. Ich beantworte sie gern. Schreib mir hier auch gern deine Videowünsche. Abonniere auch den Kanal und aktiviere die Glocke, damit du keine Updates mehr verpasst. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.